Wir sind Tobi und Stefanie. Am 23. Mai sind wir im Osten Kanadas angekommen und hoffen, dass wir es im November bis nach Vancouver Island schaffen. Today is a working day. Toby is fixing the roof. Nachdem wir heute schwer gearbeitet haben, dürfen wir jetzt im Hot Tub chillen. Prost und gute Nacht. Wir sind hier am Nose Hill Park, einer der größten Parks in Nordamerika. Und da gehen wir jetzt hin mit Wendy und Wilbur. Hallo, ich war heute mit Josie in Calgary, habe meine Tattoo-Auffrischung bekommen. Und was macht Tobi derweil? Mir geht so schlecht. Wir dürfen Josies Auto heute benutzen. Tobi fährt und kaufen alles, was wir brauchen für die nächsten Tage im Walmart, weil wir morgen leider wieder aufbrechen müssen. Ab morgen fahren wir dann, oder was heißt fahren, wir hitchhiken weiter nach Jasper. Und ansonsten haben wir einen Campground gefunden, an dem wir für 6 Nächte schlafen können. Allerdings an unterschiedlichen Plätzen auf dem Campground, weil alles voll ist. Aber das verdanken wir Tobi und seiner unerschütterlichen Art und Weise, Zeltplätze zu buchen. Jetzt bin ich wieder schuld. Ja, wir hatten einfach ein paar coole Tage mit Josie. Eine sehr unabhängige, sehr lustige und intelligente Frau, die wir sehr mögen, die unglaublich gut für uns gekocht hat. Also
Wir profitieren sehr von ihren Kochkünsten. Wir haben zusammen gespielt, Romy Cup oder Romy Cube, sagen die hier, glaube ich. Wir waren in den Hoodoos, wir waren einkaufen, hatten so einen Shopping Day, wo wir, keine Ahnung was, Sonnenbrille und für Tobi neue Schuhe gekauft haben. Also wir hatten eine Menge Spaß zwischendurch und konnten uns richtig entspannen. Es war einfach wie in einem 5-Sterne-Luxushotel. Wir konnten mal richtig, nochmal richtig pausieren. So, letzter Tag. Was heißt letzter Tag? Aufbruchstag. Die Rucksäcke sind verstaut. Josie ist am Start. Und Tobi liegt hier. Los geht's! So, jetzt haben wir gerade Abschied genommen von Josie. Laufen zu unserem Hitchhiking-Spot. Oh, das war schön bei ihr. Es fällt immer schwer, wenn man lange an einem Ort war und eine Person so gut kennengelernt hat, dann wieder zu gehen. Aber man gewöhnt sich wieder dran. So, guten Morgen aus Lake Louise. Also zumindest im Ort. Den See werden wir heute nicht sehen, weil es ist jetzt einfach zu viel Aufwand. Hier ist auch übelst viel los. Man kann, glaube ich, bloß mit dem Shuttlebus dahin kommen. Keine Ahnung. Es ist eh alles voll. Die Josie heute früh noch westlich von Calgary gebracht. Und da haben wir uns dann bei einer Tankstelle hingestellt und leider wieder über eine Stunde gewartet. Aber dann kam das deutsche Pärchen Micha und Petra, die haben uns aufgesammelt und die müssen auch nach Jasper und wir quasi auch, also ungefähr ein bisschen südlich von Jasper. Deswegen passt das richtig gut. So, wir sind jetzt am Bow Lake und das Beste ist, wir sind hier total allein. Tschüss. So, das waren gerade Petra und Ja. Michael, die uns bis zu unserem Campground gefahren haben. Oh, ist das schön hier. Aber bevor wir die Schönheit dieses Ortes genießen, müssen wir erstmal nach dem Foodlocker suchen, um unser Essen dort einzusperren und vor den Bären zu schützen. So, im Gegensatz zu all dem Profi-Stuff haben wir uns selbst beholfen. Mit diesem wunderschönen Konstrukt, was uns etwas Schatten spendet. Und ich hoffe wirklich, dass es nicht gleich wieder zusammenfällt. Aber fürs Erste hilft es uns, der brennenden Hitze zu entfliehen. Zelt steht auch schon. Diesmal ohne Überzelt, weil hier keine Heringe reingehen. Und ich auch hoffe, dass es die Nacht nicht regnet und wir mal einen richtig schönen Sternenhimmel sehen. Quizfrage. Warum macht Tobias da ein Feuer, obwohl es draußen gefühlte 40 Grad sind? A. Weil ihm kalt ist. B. Weil die Stimmen in seinem Kopf ihm befohlen haben, es zu tun. Oder C. Weil er dafür bezahlt hat. Ich lasse das mal so stehen.
Guten Morgen aus den Bergen von Jasper. Wir sind schon wieder fleißig und wollen noch ein Stückchen weiter. Eigentlich heute nur ein bisschen mehr als 100 Kilometer. Ich denke mal, das sollten wir schaffen, oder? Hier ist leider nicht so viel Verkehr. Ich hoffe, das wird noch besser. Aber eigentlich hatten wir ja jetzt immer Glück. Wir haben ja auf dem Campground in Jasper 3 Buchungen, aber es ist alles der gleiche Zeltplatz, derselbe Zeltplatz. Wir müssten also alle 2 Tage umziehen auf einen anderen Spot innerhalb des Zeltplatzes, weil es gab halt einfach keinen freien Platz auf eine Gesamtlänge von 6 Tagen oder beziehungsweise 6 Nächten. Und das Witzige ist, die beiden haben uns jetzt einfach mitgenommen auf ihren Campingplatz. Die haben denselben Campground und die Campsite sozusagen, wo sie dann wirklich stehen mit ihrem Auto. Da stehen wir jetzt auch mit unserem Zelt und wir haben jetzt unseren quasi gecancelt und mal gucken, ob wir was zurückkriegen. Genau, und wir müssen jetzt quasi nicht umziehen und wir haben jetzt auch Schatten. Wir haben Schatten mit einem Dach und einem Teppich. Das ist ziemlich cool.